Hallo meine Freunde, willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In dieser Episode lernen wir Deutsch durch eines der berühmtesten Bücher der Welt, Atomic Habits von James Clear. Dieses Buch handelt von kleinen Veränderungen, die große Ergebnisse bringen. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Es geht darum, es besser zu tun. Schritt für Schritt. Kapitel für Kapitel. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise durch dieses Buch. Ich erkläre dir alles in langsamem und einfachem Deutsch. Du lernst neue deutsche Ausdrücke. Gleichzeitig lernst du, wie du gute Gewohnheiten aufbaust. Gewohnheiten, die dein Leben verändern können. Also, lehn dich zurück, entspann dich und lass uns anfangen. Kapitel 1: Die Kraft der winzigen Veränderungen. Winzig bedeutet sehr klein. James Clear beginnt sein Buch mit einer einfachen, aber mächtigen Idee. Kleine Gewohnheiten können dein ganzes Leben verändern. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der wieder gesund werden wollte. Am Anfang lief dieser Mann nicht stundenlang. Er ging nicht jeden Tag ins Fitnessstudio. Er fing einfach damit an, 5 Minuten spazieren zu gehen. Das war alles. Nur 5 kleine Minuten. Aber hier ist die Magie. Er machte es jeden Tag. Er hörte nicht auf. 5 Minuten wurden zu 10 Minuten. 10 wurden zu 20. Und nach ein paar Monaten spazierte der Mann 1 Stunde täglich. Er verlor Gewicht. Er hatte mehr Energie. Er fühlte sich stolz. James Clear sagt, wenn du jeden Tag um 1% besser wirst, wirst du nach einem Jahr 37 Mal besser sein. Diese Zahl klingt klein. Nur 1%, aber das ist sehr mächtig. Stell dir vor, wenn du jeden Tag versuchst, nur ein bisschen besser zu sein als gestern. Eine Seite mehr zu lesen, mehr zu lächeln, ein neues deutsches Wort zu lernen. Dann werden diese kleinen Momente nach einem Jahr zu etwas Großem. Lass mich das anders erklären. Wenn ein Flugzeug seine Richtung am Anfang nur um 1 Grad ändert, kommt es nach vielen Stunden in einem völlig anderen Land an. Eine winzige Richtungsänderung führt zu einem völlig neuen Ziel. Deine Gewohnheiten funktionieren genauso. Das Wort Atome bedeutet die kleinsten Teile der Materie, das kleinste, das es gibt. Aber Atome sind mächtig. Wenn viele Atome zusammenkommen, erschaffen sie alles im Universum. Berge, Ozeane, Bäume, sogar uns Menschen. Eine atomare Gewohnheit ist eine sehr kleine Handlung, die große Veränderungen über die Zeit bringt. Aber nur, wenn du sie wiederholst. Du musst nicht heute perfekt sein. Du musst nur ein bisschen besser sein als gestern. Das ist genug. Lass mich dir ein paar echte Beispiele geben. Wenn du jeden Morgen 5 Minuten spazieren gehst, wirst du bald 10, dann 15 Minuten gehen wollen. Nach ein paar Monaten wird dein Körper stärker, dein Geist wird klarer, deine Energie wächst. Wenn du jeden Tag ein Glas Wasser mehr trinkst, wird deine Haut besser, deine Konzentration wird besser, du fühlst dich wacher. Wenn du jeden Tag nur ein deutsches Wort lernst, kennst du nach einem Jahr 365 neue Wörter. Das ist großer Fortschritt aus etwas so Kleinem. Kleine Dinge sind wichtig, sie zählen. Kleine Veränderungen addieren sich.
kleine Siege werden zu großen Erfolgen. James Clear sagt, Erfolg kommt nicht von großen Sprüngen. Erfolg kommt von kleinen Schritten, die du immer und immer wiederholst. Wenn du jeden Tag etwas Kleines tust, lernt dein Gehirn, das bin ich jetzt. Diese neue Identität wird stärker. Denke daran. Kleine Gewohnheiten sehen am Anfang schwach aus, aber sie werden mit der Zeit stärker. Wie ein Samen, der zu einem Baum wird. So fängt echte Veränderung an. Kapitel 2: Wie Gewohnheiten deine Identität prägen. Identität bedeutet, wer du bist. In diesem Kapitel sagt James Clear etwas sehr Wichtiges. Deine Gewohnheiten handeln nicht nur davon, was du tust, sie handeln davon, wer du wirst. Sie handeln von deiner Identität. Viele Menschen versuchen, ihre Gewohnheiten zu ändern, indem sie Ziele setzen. Sie sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Ich möchte mehr Geld sparen. Aber James Clear sagt, das ist der falsche Anfang. Statt dich auf das Ziel zu konzentrieren, konzentriere dich auf deine Identität. Frag dich, wer möchte ich werden? Denn jede kleine Handlung ist wichtig für die Person, die du sein möchtest. Wenn du jeden Tag ein paar Seiten liest, wirst du zum Leser. Wenn du auch nur 5 Minuten trainierst, wirst du zur aktiven Person. Wenn du jeden Morgen deutsche Podcasts hörst, wirst du zum Deutschsprecher. Jede kleine Handlung sendet eine Nachricht an dein Gehirn. Das bin ich jetzt. Lass mich dir 2 verschiedene Menschen zeigen. Beide möchten mit dem Rauchen aufhören. Person A sagt, nein, danke. Ich versuche mit dem Rauchen aufzuhören. Person B sagt, nein, danke, ich bin kein Raucher. Merkst du den Unterschied? Person A sieht sich immer noch als Raucher. Sie versucht einfach, sich zu ändern. Person B glaubt bereits, dass sie kein Raucher mehr ist. Die Identität hat sich geändert. Wenn deine Identität sich ändert, folgen deine Gewohnheiten ganz natürlich. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Deutsch lernen. Wenn du immer sagst, ich bin nicht gut in Deutsch, glaubt dein Gehirn es. Du fühlst dich schüchtern. Du hast Angst zu sprechen. Aber wenn du anfängst zu sagen, ich lerne jeden Tag Deutsch oder ich bin jemand, der gerne Sprachen lernt, dann fängt dein Gehirn an, eine neue Identität aufzubauen. Du fühlst dich selbstbewusster. Du fühlst dich offener. Du fühlst dich motivierter. James Clear sagt, die meisten Menschen konzentrieren sich auf die Ergebnisse. Gewicht verlieren, Geld verdienen, besser Deutsch sprechen. Aber Ergebnisse sind nur die Oberfläche. Sie sind das, was wir sehen. James Clear sagt, es gibt 3 Ebenen der Veränderung. Erstens, was du erreichen möchtest, das ist das Ergebnis. Zweitens, was du tust, das ist der Prozess. Drittens, woran du glaubst, das ist deine Identität. Die ersten beiden sind äußere Veränderungen. Echte Veränderung wächst von innen nach außen. Sie wächst aus deinem Glauben, aus deiner Identität. Stell dir jemanden vor, der fit werden möchte. Wenn diese Person nur sagt, ich möchte 5 Kilo abnehmen, könnte sie eine Woche ins Fitnessstudio gehen und dann aufhören. Aber wenn sie sagt, ich bin eine gesunde Person, die auf ihren Körper achtet, handelt sie anders. Sie verhält sich anders. Sie denkt, eine gesunde Person isst Gemüse. Eine gesunde Person geht spazieren.
Ihre Identität lenkt Ihre Handlungen, nicht nur Ihre Ziele. Das Gleiche gilt für einen Deutschlernenden. Wenn du sagst, ich möchte wie ein Muttersprachler sprechen, kann es sich wie Druck anfühlen. Aber wenn du sagst, ich bin jemand, der jeden Tag Deutsch lernt, fühlst du dich ruhig und motiviert. Du brauchst nicht perfekt zu sein. Du brauchst nur deine Identität zu leben. Kapitel 3: Wie Gewohnheiten funktionieren. Okay. James Clear sagt, jede Gewohnheit, gut oder schlecht, folgt demselben einfachen Muster. Dieses Muster besteht aus 4 Schritten. Diese Schritte passieren in deinem Gehirn automatisch, auch wenn du sie nicht bemerkst. Der erste Schritt ist der Reiz. Das ist etwas, das deinem Gehirn sagt, es ist Zeit, anzufangen. Der zweite Schritt ist das Verlangen. Das ist das starke Gefühl oder die Sehnsucht, etwas zu tun. Der dritte Schritt ist die Reaktion. Das ist die Handlung, die du ausführst. Und schließlich die Belohnung. Das ist das gute Gefühl, das du danach bekommst. Lass uns die 4 Schritte genauer anschauen. Schritt 1. Der Reiz. Ein Reiz ist ein kleines Signal. Es ist das Signal, das die Gewohnheit startet. Es ist wie ein Licht, das sagt, hey, es ist Zeit, das wieder zu tun. Reize können alles sein. Ein Ort, eine Zeit, ein Ton, eine Person oder sogar ein Gefühl. Zum Beispiel, du gehst in die Küche und siehst einen Keks auf dem Tisch. Das ist ein Reiz. Dein Gehirn erinnert sich an den Geschmack und sagt, ich möchte das. Oder du hörst dein Handy vibrieren. Das ist ein Reiz. Es sagt dir, deine Nachrichten zu checken. Oder du beendest das Abendessen und siehst deine Laufschuhe neben der Tür. Das ist ein Reiz zum Spazierengehen. Reize sind überall. Wenn du deine Reize kennst, kannst du deine Gewohnheiten leichter kontrollieren. Schritt 2. Das Verlangen. Nach dem Reiz kommt das Verlangen. Ein Verlangen ist nicht die Handlung selbst. Es ist das starke Gefühl dahinter. Du willst nicht wirklich den Keks. Du willst einen süßen Geschmack, der dich glücklich macht. Du willst nicht dein Handy checken. Du willst dich mit Menschen verbunden fühlen. Alle Gewohnheiten beginnen mit einem Verlangen, einem kleinen Versprechen, das dein Gehirn macht. Wenn du das tust, wirst du dich besser fühlen. Je stärker das Verlangen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du handelst. Wenn du nach Entspannung verlangst, könntest du nach der Arbeit den Fernseher anmachen. Wenn du nach Fortschritt verlangst, könntest du dein Notizbuch öffnen, um Deutsch zu lernen. Wenn du nach Aufmerksamkeit verlangst, könntest du ein Foto online posten. Verlangen sind emotional. Sie kommen von deinen Gefühlen, nicht nur von dem, was du siehst. Schritt 3. Die Reaktion. Die Reaktion ist die echte Handlung. Das ist das, was du tust. Du isst den Keks, du checkst dein Handy, du gehst spazieren. Manchmal ist die Reaktion automatisch. Du denkst nicht einmal nach. Du machst es einfach. Zum Beispiel, wenn du dich hinsetzt und YouTube öffnest, ohne nachzudenken. Das ist eine Reaktion. Wenn du nach dem Abendessen dein Deutschbuch öffnest, weil es deine Routine ist. Das ist auch eine Reaktion. Ob du handelst oder nicht, hängt davon ab, wie schwierig die Handlung ist. Wenn die Handlung einfach ist, machst du sie.
Wenn sie schwer ist, machst du sie wahrscheinlich nicht. Deshalb sagt James Clear, mach gute Gewohnheiten einfach und schlechte Gewohnheiten schwer. Schritt 4. Die Belohnung. Schließlich kommt die Belohnung. Das ist das Ergebnis deiner Handlung. Die Belohnung erfüllt das Verlangen und lehrt dein Gehirn. Sie sagt deinem Gehirn, das fühlt sich gut an. Lass uns das nächstes Mal wieder tun. Zum Beispiel, du isst den Keks und fühlst dich glücklich und satt. Das ist eine Belohnung. Du checkst dein Handy und siehst eine Nachricht von einem Freund. Das ist eine Belohnung. Du gehst spazieren und fühlst dich leicht und stark. Das ist eine Belohnung. Belohnungen sind mächtig. Wenn dein Gehirn den Reiz, das Verlangen, die Reaktion und die Belohnung verbindet, baut es eine Erinnerung auf. Diese Erinnerung sagt, das war gut. Lass uns das wieder tun. Lass uns es wiederholen. So entstehen Gewohnheiten. Lass mich dir ein vollständiges Beispiel geben. Du wachst morgens auf und riechst Kaffee. Das ist das Signal, der Reiz. Du verlangst nach Energie. Das ist das Verlangen. Du gießt eine Tasse und trinkst sie. Das ist die Reaktion. Dann fühlst du dich wach und bereit. Das ist die Belohnung. Also lernt dein Gehirn, Kaffee tut mir morgens gut. Am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, sucht dein Gehirn das Signal wieder. Ohne nachzudenken, gehst du zum Kaffee. Die Gewohnheit ist jetzt automatisch. Das gleiche System funktioniert auch für gute Gewohnheiten. Du öffnest deine Deutsch-Podcast-App. Das ist ein Reiz. Du möchtest dich stolz fühlen und etwas Neues lernen. Das ist das Verlangen. Du hörst für 10 Minuten zu. Das ist die Reaktion. Du fühlst dich glücklich und motiviert. Das ist die Belohnung. Auch sagt dein Gehirn jetzt, Deutsch zu hören macht mich glücklich. Bald wirst du es automatisch tun, auch ohne nachzudenken. James Clear sagt, um jede Gewohnheit, gut oder schlecht, zu ändern, musst du diese Schleife verstehen, diese 4 Schritte. Wenn du eine gute Gewohnheit starten möchtest, solltest du den Reiz klar machen, das Verlangen stark machen, die Reaktion einfach machen, die Belohnung befriedigend machen. Wenn du eine schlechte Gewohnheit ablegen möchtest, machst du das Gegenteil. Mach den Reiz unsichtbar. Schwäche das Verlangen. Mach die Reaktion schwer. Mach die Belohnung unbefriedigend. Das ist die Wissenschaft hinter jeder Gewohnheit, die du hast. Dein Gehirn lernt durch Wiederholung und Belohnung. Je öfter du die Schleife wiederholst, desto schneller wird sie automatisch. Nach einiger Zeit tun dein Körper und Geist es einfach. Wie Zähne putzen oder Danke sagen oder Nachrichten checken. Deshalb brauchen Gewohnheiten Zeit und Bewusstsein, um sich zu ändern. Aber wenn du verstehst, wie die Schleife funktioniert, kannst du jede Gewohnheit aufbauen, die du möchtest. James Clear sagt, das erste Gesetz für bessere Gewohnheiten ist sehr einfach. Mach es offensichtlich. Das bedeutet, mach deine guten Gewohnheiten klar und leicht zu sehen. Unsere Gehirne sind faul. Sie mögen einfache Dinge. Wenn etwas versteckt ist, vergessen wir es. Wenn etwas vor uns liegt, machen wir es automatisch. Auch wenn du gute Gewohnheiten aufbauen möchtest, verstecke sie nicht. Mach sie leicht zu sehen. Die Dinge, die du um dich herum siehst, senden jeden Tag Nachrichten an dein Gehirn. Du siehst sie nicht immer. Du bemerkst sie nicht immer. Aber sie beeinflussen das, was du tust.
Wenn du eine Schüssel mit Obst auf deinen Tisch stellst, wirst du mehr Obst essen. Wenn du es im Kühlschrank versteckst, könntest du vergessen, dass es dort ist. Wenn du deine Laufschuhe neben die Tür legst, wirst du dich an einen Spaziergang erinnern. Wenn sie im Schrank sind, bleibst du vielleicht auf der Couch. Wenn du dein Deutschbuch offen auf deinen Schreibtisch legst, wirst du wahrscheinlich lernen. Wenn du es in deiner Tasche versteckst, sagst du vielleicht morgen. Kleine Veränderungen in dem, was du siehst, können deine Handlungen ändern. Deshalb sagt James Clear, die Umgebung ist stärker als die Motivation. James Clear gibt auch eine kleine Idee, die sich Habit Stacking nennt. Stacking bedeutet, eine neue Gewohnheit mit einer alten zu verbinden. Deine alte Gewohnheit wird zum Reiz. Etwas, das dir sagt, die neue zu starten. Hier ist die einfache Formel. Nachdem ich alte Gewohnheit mache, werde ich neue Gewohnheit machen. Hier sind ein paar Beispiele. Nachdem ich mir die Zähne putze, werde ich Zahnseide benutzen. Nachdem ich meinen Morgenkaffee eingieße, werde ich eine Seite eines Buches lesen. Nachdem ich zu Mittag gegessen habe, werde ich einen kurzen Deutsch-Podcast hören. Nachdem ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe, werde ich einen deutschen Satz schreiben. Deine erste Gewohnheit erinnert dein Gehirn daran, die nächste zu machen. Es ist wie eine kleine Brücke zwischen zwei Handlungen. Habit Stacking funktioniert, weil du die erste Sache bereits jeden Tag machst. Zähne putzen, essen, trinken, sitzen. Also ist es einfach, sie mit etwas Neuem zu verbinden. Wenn du Gewohnheiten verbindest, fühlt sich dein Tag reibungsloser an. Eine andere hilfreiche Idee ist, entscheide genau, wann und wo du deine Gewohnheiten ausübst. Statt zu sagen, ich werde später lernen, sag, ich werde um 19 Uhr an meinem Schreibtisch Deutsch lernen. Statt zu sagen, ich werde mehr trainieren, sag, ich werde jeden Morgen um 6:30 Uhr im Park spazieren gehen. Wenn du die Zeit und den Ort planst, weiß dein Gehirn, was es tun soll. Wenn dein Plan nicht klar ist, wirst du wahrscheinlich nichts tun. Wenn dein Plan klar ist, handelst du. Eine Person sagt, ich möchte gesünder essen. Eine andere sagt, ich mache mir jeden Tag um 12:30 Uhr einen Salat zum Mittagessen. Wer wird erfolgreich sein, denkst du? Natürlich die zweite Person. Der Plan ist einfach und klar. Je genauer dein Plan ist, desto leichter fällt es dir, ihn zu befolgen. Manchmal vergessen wir neue Gewohnheiten, weil wir sie nicht sehen. James Clear sagt, mach sichtbare Erinnerungen. Dinge, die dir helfen, dich zu erinnern. Sichtbar bedeutet, leicht zu sehen. Wenn du mehr Wasser trinken möchtest, stelle eine Wasserflasche auf deinen Schreibtisch oder in deine Tasche. Wenn du jeden Morgen Vitamine nehmen möchtest, stelle die Flasche neben deine Zahnbürste. Wenn du deine Eltern jede Woche anrufen möchtest, schreib es in deinen Kalender oder hänge eine Notiz an deinen Spiegel. Erinnerungen helfen deinem Gehirn, deinen Plan zu behalten. Es geht nicht um Willenskraft, es geht darum, Dinge leicht sichtbar zu machen. James Clear sagt, viele Menschen versuchen zu sehr, ihre Willenskraft zu benutzen. Willenskraft ist die mentale Stärke, etwas zu stoppen oder zu starten. Aber er sagt, versuch nicht, stärker zu sein. Lass deinen Raum dir helfen. Diese Idee heißt Umgebungsdesign. Das bedeutet,
deine Umgebung so zu verändern, dass gute Gewohnheiten natürlich entstehen. Zum Beispiel, du möchtest mehr lesen, lege Bücher in jedes Zimmer. Du möchtest weniger Fernsehen, trenne den Fernseher ab oder verstecke die Fernbedienung. Du möchtest dein Handy weniger nutzen, lade es in einem anderen Zimmer auf. Du möchtest weniger Junkfood essen, kauf es nicht. Du möchtest mehr schreiben, lege ein Notizbuch neben dein Bett. Du brauchst nicht gegen schlechte Gewohnheiten zu kämpfen, mach sie einfach schwer auszuführen und mach deine guten Gewohnheiten leicht zu starten. Wenn dein Raum dir hilft, brauchst du keine Motivation. Du machst es einfach. James Clear sagt auch: Um gute Gewohnheiten einfach zu machen, mach schlechte Gewohnheiten unsichtbar. Schwer zu sehen. Wenn dein Handy das Erste ist, was du morgens siehst, fängst du an zu scrollen. Aber wenn du es in einem anderen Zimmer lässt, stoppst du diese Gewohnheit leicht. Wenn du Chips auf dem Tisch siehst, isst du sie. Wenn du sie in einer Schublade versteckst, tust du das nicht. Wenn YouTube oder soziale Medien dich beim Arbeiten ablenken, melde dich ab oder nutze eine Blocking-App. Wenn etwas unsichtbar ist, vergisst dein Gehirn es. Unsichtbar bedeutet schwer oder unmöglich zu sehen. Du brauchst nicht alles an einem Tag zu ändern. Fang klein an. Ein Schreibtisch, eine Ecke, ein Zimmer. Mach einen Teil deines Raums frei für deine neue Gewohnheit. Zum Beispiel ein ruhiger Schreibtisch zum Deutschlernen, eine kleine Matte neben deinem Bett für Morgendehnungen, eine Obstschüssel auf deiner Küchenarbeitsplatte. Wenn dein Raum deine Gewohnheit unterstützt, fühlt es sich einfach und natürlich an. Das ist die Kraft davon, es offensichtlich zu machen. Es geht nicht darum, stark zu sein. Es geht um gutes Design. Mach deine guten Gewohnheiten leicht sichtbar. Versteck die schlechten. Deine Augen leiten dein Gehirn. Dein Gehirn leitet deine Handlungen. So funktioniert das erste Gesetz. Mach es offensichtlich. Das zweite Gesetz für bessere Gewohnheiten ist, mach es attraktiv. James Clear sagt, wir wiederholen Dinge, die uns gefallen. Wenn sich eine Gewohnheit gut anfühlt, werden wir sie wieder tun. Wenn sie sich langweilig oder schmerzhaft anfühlt, werden wir versuchen, sie zu vermeiden. Also, um eine gute Gewohnheit aufzubauen, musst du sie angenehm machen. Du musst sie interessant machen. Das ist das, was eine Gewohnheit dauerhaft macht. Dein Gehirn stellt immer eine Frage, bevor es etwas tut. Wird mich das glücklich machen? Wenn die Antwort ja ist, fühlt sich dein Gehirn aufgeregt. Es sendet eine Chemikalie namens Dopamin. Das Fühle mich gut Signal. Deshalb möchtest du Schokolade essen oder deine Lieblingsserie anschauen. Wenn du dich mit Deutschlernen vergnügen kannst, durch deine Lieblingsfilme oder Lieder, wirst du natürlicher lernen. Du wirst nicht sagen, ich muss lernen. Du wirst sagen, ich kann es kaum erwarten, heute zu lernen. Das bedeutet es, Gewohnheiten attraktiv zu machen. Das dritte Gesetz für bessere Gewohnheiten ist sehr einfach. Mach es einfach. James Clear sagt, wenn Menschen auf den richtigen Moment warten, um eine Gewohnheit zu starten, sagen sie, ich fange an, wenn ich bereit bin, tagen, oder ich beginne, wenn ich mehr Zeit habe. Aber Motivation kommt und geht. Wenn du wartest, bis du dich bereit fühlst, fängst du nie an. Also, warte nicht. Mach deine Gewohnheit so einfach, dass du jetzt sofort anfangen kannst. Du brauchst nicht perfekt zu sein.
Du brauchst nur anzufangen. James Clear sagt auch, der beste Weg, eine neue Gewohnheit zu starten, ist, sie sehr klein zu machen. Er nennt diese Idee die 2-Minuten-Regel. Das bedeutet, wenn du eine neue Gewohnheit startest, sollte sie weniger als 2 Minuten dauern. Zum Beispiel, du möchtest jede Nacht lesen, lies eine Seite. Du möchtest trainieren? Zieh deine Schuhe an und dehne dich 2 Minuten lang. Du möchtest meditieren? Setz dich hin und atme einmal tief ein. Du möchtest schreiben? Schreib einfach einen Satz. Warum funktioniert das? Weil kleine Handlungen sich einfach anfühlen. Dein Gehirn sagt, das ist einfach. Ich kann das schaffen. Wenn du anfängst, wird es leichter weiterzumachen. Der schwierigste Teil jeder Gewohnheit ist der Anfang. Wenn du anfängst, machen dein Körper und Geist natürlich weiter. Viele Menschen verwechseln Motion mit Action. Motion bedeutet planen, denken oder vorbereiten. Action bedeutet wirklich tun. Das Lesen über Training ist Motion. Das Machen von 10 Liegestützen, das ist Action. Das Anschauen von Deutschvideos ist Motion. Das Aussprechen eines deutschen Satzes, das ist Action. Motion fühlt sich gut an, weil sie wie Arbeit aussieht. Aber echte Veränderung passiert nur durch Action. Also, warte nicht auf einen perfekten Plan. Mach einfach jetzt eine kleine Version deiner Gewohnheit. Kleine Handlungen schaffen echten Fortschritt und bauen Selbstvertrauen auf. James Clear sagt, deine tägliche Routine ist wichtiger, als zu versuchen, perfekt zu sein. Um eine Gewohnheit aufzubauen, wiederhole sie oft, auch wenn sie klein ist. Warte nicht auf den perfekten Moment. Wiederhole einfach immer wieder. Zum Beispiel, wenn du 5 Minuten jeden Tag Deutsch lernst, verbesserst du dich mehr, als wenn du 2 Stunden einmal pro Woche lernst. Warum? Weil dein Gehirn am besten durch kurze, regelmäßige Übung lernt. Wiederholung baut Gedächtnis auf. Je mehr du wiederholst, desto einfacher wird es, bis es sich automatisch anfühlt, wie Zähneputzen. Wenn du eine neue Gewohnheit aufbauen möchtest, mach den ersten Schritt so klein, dass du nicht Nein sagen kannst. Möchtest du ein Tagebuch schreiben? Schreib ein Wort. Möchtest du trainieren? Dehne dich 1 Minute lang. Möchtest du dein Zimmer aufräumen? Räum eine kleine Ecke auf. Wenn du anfängst, machst du normalerweise natürlich weiter. Das nennt man eine Einstiegsgewohnheit. Eine kleine Tür, die sich zu größeren Handlungen öffnet. Das 4. Gesetz für bessere Gewohnheiten ist, mach es befriedigend. James Clear sagt, wir wiederholen die Dinge, die sich gut anfühlen. Wenn eine Gewohnheit dir Freude oder Stolz gibt, sagt dein Gehirn, lass uns das wieder tun. Wenn es sich langweilig oder schmerzhaft anfühlt, wirst du aufhören. Also, um eine gute Gewohnheit am Leben zu halten, musst du sie befriedigend machen. Wenn sich etwas befriedigend anfühlt, markiert dein Gehirn es als Erfolg. Dieses kleine Erfolgsgefühl wird zum Signal, nächstes Mal weiterzumachen. Unsere Gehirne sind darauf ausgelegt, nach Belohnungen zu suchen. Wenn du etwas Gutes tust und es fühlt sich gut an, setzt dein Gehirn eine Chemikalie frei, die Dopamin heißt. Sie macht dich glücklich, stolz und aufgeregt. Aber wenn das Ergebnis deiner Gewohnheit zu weit in der Zukunft liegt, ist es schwer für dein Gehirn, motiviert zu bleiben. Zum Beispiel, wenn du anfängst zu trainieren,
siehst du nach einem Tag keine Ergebnisse. Wenn du anfängst, Geld zu sparen, wächst dein Konto nicht schnell. Wenn du anfängst, Deutsch zu lernen, sprichst du nach einer Woche nicht fließend. Diese Ergebnisse kommen später. Deshalb musst du dir selbst kleine Belohnungen jetzt geben. Das hilft deinem Gehirn, glücklich und motiviert zu bleiben. James Clear gibt eine kluge Regel, um konstant zu bleiben. Verpasse niemals zweimal. Jeder macht Fehler. Jeder verpasst einen Tag. Das ist normal. Aber die Gefahr besteht darin, dass ein verpasster Tag zu 2 oder 3 wird. Die Regel ist einfach. Wenn du einen Tag verpasst, verzeihe dir selbst, aber stelle sicher, dass du es am nächsten Tag wieder machst. Zum Beispiel, wenn du vergisst, heute Deutsch zu üben. Okay, das ist in Ordnung, aber höre morgen deinen Podcast wieder. Hast du ein Workout verpasst? Okay, verpasse einfach das nächste nicht. Diese Regel hilft dir, auf Kurs zu bleiben. Sie erinnert dich daran, dass ein Fehler nicht das Ende ist, solange du schnell zurückkommst. Der Autor sagt, unser Verhalten hängt oft mehr davon ab, wo wir sind, als davon, wer wir sind. Du kannst sehr konzentriert in der Bibliothek sein, aber abgelenkt zu Hause. Du kannst gesund in einer Stadt essen, aber deine Diät in einer anderen vergessen. Der Kontext prägt deine Handlungen. Wenn es dir schwerfällt, dich an einem Ort zu ändern, versuche, deinen Standort zu wechseln. Lerne in einem Café. Geh in einem neuen Park spazieren. Arbeite in einer anderen Ecke deines Hauses. Ein neuer Raum schafft eine neue Denkweise, eine neue Art zu denken. Du brauchst kein großes Haus oder teure Werkzeuge. Gutes Umgebungsdesign basiert auf Klarheit. Klare Räume erzeugen klare Gedanken. Ein aufgeräumter Schreibtisch lädt zum Fokus ein. Ein unordentlicher lädt zur Ablenkung ein. Ein sichtbares Notizbuch lädt zum Schreiben ein. Eine geschlossene Schublade lädt zum Vergessen ein. Also, räume deinen Raum auf. Organisiere ihn einfach. Lass ihn deine Ziele widerspiegeln. Deine Umgebung ist wie ein stiller Lehrer. Sie erinnert dich jeden Tag daran, wer du sein möchtest. Wenn du deine Umgebung so gestaltest, dass sie gute Gewohnheiten unterstützt und schlechte versteckt, musst du nicht mehr gegen dich selbst kämpfen. Deine Umgebung, dein Kontext, sie fangen an, dir zu helfen. Sie werden dein unsichtbares Team. Sie leiten dich. Sie erinnern dich. Und sie unterstützen dich. Schlechte Gewohnheiten abzulegen dauert genauso lange wie gute aufzubauen. Du kannst Jahre von Verhalten nicht an einem Tag löschen. Aber jedes Mal, wenn du der schlechten Gewohnheit widerstehst, jedes Mal, wenn du sie nicht ausführst, lehrst du dein Gehirn etwas Neues. Du sagst, ich bin stärker als meine Impulse. Es mag am Anfang langsam gehen, aber jeder kleine Sieg summiert sich. Und jedes Mal, wenn du die bessere Handlung wählst, wirst du zur besseren Version von dir selbst. So lehrt uns James Clear, schlechte Gewohnheiten zu brechen. Mach sie unsichtbar, schwer zu sehen. Mach sie unattraktiv. Mach sie schwer auszuführen. Und mach sie unbefriedigend. Wenn du sie durch etwas Besseres ersetzt, änderst du nicht nur dein Verhalten. Du änderst dein ganzes Leben. Viele Menschen bestrafen sich selbst, wenn sie scheitern. Sie sagen, ich bin faul oder ich kann nichts richtig machen. Aber Bestrafung hilft nicht.
Sie bringt dich dazu, aufzuhören. James Clear schlägt vor, Bestrafung durch Feedback zu ersetzen. Feedback bedeutet, auf deinen Fehler ruhig zu schauen und zu fragen, was kann ich aus diesem Fehler lernen? Zum Beispiel, du verpasst dein Deutschlernen, weil du müde warst. Okay, vielleicht solltest du morgens lernen statt abends. Du vergisst deinen täglichen Spaziergang. Okay, vielleicht solltest du eine Erinnerung setzen oder deine Schuhe dorthin legen, wo du sie siehst. Jeder Fehler ist eine Nachricht, kein Scheitern. Wenn du daraus lernst, verwandelst du Fehler in Kraft. Dieses Gefühl von Verbesserung, sogar nach Fehlern, ist zutiefst befriedigend. Okay, das ist das Ende unserer langen Reise durch Atomic Habits von James Clear. Wir haben gelernt, dass echte Veränderung nicht an einem Tag passiert. Sie passiert langsam durch kleine tägliche Handlungen. 1% besser jeden Tag wird nach einem Jahr zu etwas Erstaunlichem. Das ist das Geheimnis der atomaren Gewohnheiten. Denke an die 4 einfachen Gesetze. Erstes Gesetz: Mach es offensichtlich. Lege gute Gewohnheiten dahin, wo du sie sehen kannst. Zweites Gesetz: Mach es attraktiv. Mach sie angenehm und interessant. Drittes Gesetz: Mach es einfach. Fang klein an. Sehr klein. Viertes Gesetz: Mach es befriedigend. Belohne dich selbst und genieße das Gefühl. Wenn du diese 4 Gesetze befolgst, kannst du fast alles in deinem Leben verändern. Du kannst schneller Deutsch lernen. Du kannst gesünder leben. Du kannst selbstbewusster werden. Du kannst jedes Ziel erreichen, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alles heute tun. Du musst nur anfangen, auch wenn es nur 2 Minuten sind. Denn wenn du anfängst, fängt dein Leben an, sich zu bewegen. Hier ist meine kleine Herausforderung für dich. Wähle heute eine winzige Gewohnheit. Es kann sein, dass du diesen Podcast jeden Morgen hörst. Oder dass du jede Nacht ein neues deutsches Wort aufschreibst. Mach es für eine Woche und schau, wie du dich fühlst. Wenn es sich gut anfühlt, mach weiter. Du wirst überrascht sein, wie schnell kleine Dinge wachsen. Vielen Dank, dass du diese Episode von Einfach Deutsch gehört hast. Ich bin Thomas und ich bin so stolz auf dich, dafür, dass du lernst, dafür, dass du wächst und dafür, dass du heute hier warst. Denk daran, große Veränderung fängt klein an. Also, bis zum nächsten Mal. Bleib am Ball, lerne weiter und glaube an kleine Veränderungen. Tschüss, mein Freund.